Die portugiesische Zeitung Correio da Manhã enthüllte am 7. Juni 2025, dass deutsche Behörden eine mögliche Unfallspur systematisch ignoriert haben, um sich weiter auf den Hauptverdächtigen Christian B. zu konzentrieren. Dieses Video beleuchtet die komplexen Ermittlungsfehler, forensischen Widersprüche und die mediale Dynamik, die den Fall bis heute prägen. Die Unfallthese. 2018 kontaktierte eine Britin die Polizei und belastete ihren Bruder sowie dessen deutsche Ehefrau. Letztere soll Madeleine in betrunkenem Zustand nahe der Ferienanlage Ocean Club angefahren haben. In Panik hätten beide die Leiche ins Meer geworfen, um einen Trunkenheitsunfall zu vertuschen. Diese Aussage wurde durch psychologische Gutachten bestätigt. Die Experten betonten dabei ausdrücklich, dass die Zeugin als glaubwürdig einzuschätzen sei. Ihre Angaben stimmen zudem mit früheren Zeugenaussagen überein. Bereits am 4. Mai 2007, einen Tag nach dem Verschwinden, hörte eine Nachbarin des Paares einen hitzigen Streit, in dem der Mann wiederholt fragte: „Warum hast du sie mitgebracht?“ Diese Aussage deckte sich zeitlich und örtlich mit dem angeblichen Unfallhergang, was die portugiesische Polizei veranlasste, die Spur ernst zu nehmen. Forensische und logistische Herausforderungen. Fehlende physische Beweise. Ein Überfahrunfall hätte Blutspuren, Gewebepartikel oder Fahrzeugschäden hinterlassen müssen. Obwohl die portugiesische Polizei 2007 über 50 Fahrzeuge in der Umgebung untersuchte, konnten keine Spuren einem konkreten Auto zugeordnet werden. Leichenentsorgung im Meer. Das Meer vor Praia da Luz ist für starke Strömungen bekannt, die einen Körper binnen 72 Stunden in die Straße von Gibraltar tragen könnten. Suchaktionen im nahen Arade-Stausee 2007 und 2023 blieben ergebnislos. Zeitliche Diskrepanzen. Die Eltern McCann überprüften die Kinder alle 30 Minuten. Madeleine wurde um 21:05 Uhr vermisst gemeldet. Ein Unfall hätte präzises Timing erfordert, um zwischen den Kontrollen stattzufinden. Die Fixierung auf Christian B. gescheiterte Undercover-Operation. 2018 plante die portugiesische Polizei eine Undercover-Operation. Ein verdeckter Ermittler sollte Kontakt zur deutschen Ehefrau aus der Unfallthese aufbauen, um ein Geständnis zu erwirken. Das Bundesjustizministerium lehnte ab mit der Begründung, die Ressourcen lägen vollständig bei der Aufklärung von Christian B.'s Täterschaft. Arthur Simoes, ein Investigativjournalist, bringt es auf den Punkt. Die Fixierung auf einen Verdächtigen schuf Tunnelblick, selbst bei belastbaren Gegenbeweisen. Auch Dr. Marc Perlin, Kriminologe, warnt, ungeklärte Fälle brauchen Offenheit für neue Hypothesen. Wer nur einer Theorie folgt, verhindert echte Aufklärung. Eine Theorie zu ignorieren, weil sie nicht ins Narrativ passt, ist fahrlässig. Was denkst du? Wurde im Fall Madeleine McCann zu früh ein Schuldiger festgelegt? Oder gibt es gute Gründe für den Fokus auf Christian B.? Je mehr Menschen dieses Thema sehen, desto besser. Ein Like hilft, es sichtbarer zu machen. Christian B., eine juristische Sackgasse. Seit dem Jahr 2020 ist er der Hauptverdächtige und sitzt derzeit eine 7-jährige Haftstrafe für die Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Touristin in Portugal ab. Belastende Indizien gibt es einige. Ein Fabrikfund auf einem Gelände in Deutschland, das B gehörte, wurden 75 Kinderbadeanzüge, nicht registrierte Waffen und Speichermedien mit pädophilen Chats sichergestellt. Seine Vorstrafen reichen zurück bis ins Jahr 1994, als er wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt wurde. Und im Jahr 2019 wurde er im Fall
einer entführten 5-Jährigen verdächtigt. Es droht sogar eine baldige Haftentlassung. Bei guter Führung könnte B. bereits 2026 freikommen, da im Fall McCann keine Anklage vorliegt. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft räumte zudem ein, dass die jüngsten Suchaktionen in Portugal im Juni 2025 keine neuen Erkenntnisse brachten. Mediale Dynamiken und psychosoziale Folgen. Das, was man auch als den Correio da Manhã-Effekt kennt. Die Enthüllungen der Zeitung lösten internationale Debatten aus. Deutsche Medien wie die Bild und der Spiegel kritisierten die Einseitigkeit der Ermittlungen, während britische Experten vor voreiligen Schuldzuweisungen warnten und die Notwendigkeit neutraler Bewertungen betonten. Die Auswirkungen auf die McCann-Familie sind ehrlich gesagt kaum zu ermessen. Kate und Jerry McCann äußerten sich nicht direkt zur Unfallthese, doch ihr Sprecher Clarence Mitchell verwies auf, und ich zitiere, anhaltendes Vertrauen in die deutschen Ermittler. Traumaexperten warnen allerdings eindringlich. Professor Linda Papadopoulos betont, jede neue Theorie reißt alte Wunden auf, besonders wenn sie impliziert, der Tod sei vermeidbar gewesen. Und Dr. Emily Reed, Psychologin, ergänzt, die ständige Medienpräsenz führt zu sekundärer Viktimisierung. Die Familie wird erneut in eine Opferrolle gedrängt. Forensische Neubewertungen zeigen immer wieder das Spannungsfeld zwischen Technologie und Zeit. Eine dreidimensionale Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde erstellt. Moderne Laserscans der EN 125 Straße offenbaren, dass die Sichtverhältnisse bei Nacht wirklich stark eingeschränkt waren. Gutachter Ulrich. Heute merkt dazu an, ein Fußgängerunfall bei 50 Kilometer pro Stunde wäre akustisch deutlich hörbar gewesen. Doch Zeugen berichteten keine Geräusche. Zusätzlich wurden Strömungsmodelle des Atlantiks herangezogen. Ozeanographen der Universität Lissabon simulierten die Treibwege eines am 3. Mai 2007 ins Meer geworfenen Körpers. Das Ergebnis: innerhalb von 72 Stunden hätte der Körper die damaligen Suchradien verlassen können, was die erfolglosen Tauchaktionen erklärt. Die Suche im Jahr 2025 war für viele entweder die letzte Hoffnung oder, so sagen manche, einfach eine PR-Aktion. Vom 3. bis zum 5. Juni 2025 durchsuchten deutsche und portugiesische Ermittler ein 50 Hektar großes Gebiet nahe Praia da Luz. Die Methoden waren vielfältig. Bodenradar zur Identifizierung verborgener Hohlräume oder Metallobjekte, als Satellitenbilder von 2007 zur Rekonstruktion von BS Campingrouten und Baggerarbeiten, um Brunnen und Zisternen zu durchsuchen. Die Ergebnisse? Nun, obwohl ausgegrabenes Material zur Analyse nach Deutschland gebracht wurde, blieben konkrete Funde bislang unbestätigt. Das Fazit bleibt ernüchternd. Ein Fall zwischen Ermittlungsversagen und medialer Hetze. Die Enthüllungen des Correio da Manhã offenbaren ein strukturelles Dilemma. Während die Unfallthese logistische Lücken aufweist, untergräbt die Weigerung deutscher Behörden, alternative Szenarien zu prüfen, die Glaubwürdigkeit der Strafverfolgung. Es stehen im Grunde zwei mögliche Szenarien im Raum. Erstens, Christian B. wird 2026 freigelassen. Ohne neue Beweise droht der Fall endgültig als Cold Case archiviert zu werden, mit einem erheblichen Vertrauensverlust in die internationale Justiz. Zweitens, technologische Durchbrüche, etwa durch epigenetische DNA-Tests oder Funde in kürzlich gesichertem Material, könnten doch noch eine Anklage ermöglichen.
mein Appell an die Öffentlichkeit: Der Fall McCann zeigt, wie True-Crime-Dynamiken Ermittlungen überlagern. Es braucht transparentere Verfahren, interdisziplinäre Taskforces und einen ethischen Rahmen für Berichterstattung, der Opferfamilien schützt.